Schön, dass du da bist. Ich grüße dich. Heute geht es um das Thema Sauerrahm, den du ganz einfach selbst machen kannst. Das Ganze mit nur 2 Zutaten und zwar auf 2 Arten, cremig und fest. Natürlich wie immer garantiert ohne künstliche Zusatzstoffe oder chemische Verbindungen. Zudem hält er sich im Kühlschrank etwa 1 bis 2 Wochen. Er ist also perfekt für Dips, Soßen oder auch zum Verfeinern von Gerichten. Wir starten sogleich mit der festen Variante und dafür geben wir 500 ml 10%ige Kaffeesahne in ein ausreichend großes Gefäß. Diese sollte natürlich ungesüßt sein und frei von irgendwelchen Zusätzen. Und dann brauchen wir einen Becher Buttermilch. Diese sollte die gleiche Temperatur haben wie die Kaffeesahne, also etwa Zimmertemperatur. Davon darf sich in die Kaffeesahne genau 2 kleine Schöpfkellen gesellen oder auch eine große, je nachdem, was du selber zur Hand hast. Verrühre die beiden kräftig miteinander und schon hast du die Basis für deinen selbstgemachten Sauerrahm und dann lasse diesen für die nächsten 36 Stunden bei Zimmertemperatur gehen. Nach 36 Stunden merkst du, wie wunderbar fest der Sauerrahm geworden ist. Mit einem höheren Fettgehalt könnte man sogar von Schmand ausgehen. Wunderbar, richtig schön stapelfähig. Super. Es sollte angenehm leicht säuerlich riechen, mit einer dezenten Joghurt- und Buttermilchnote. Wenn er überreif wird oder verdirbt, kann der Geruch intensiver und sogar unangenehm säuerlich werden. Daran merkt man es relativ gut. Die flüssigere Variante möchte ich euch natürlich auch noch zeigen und benötigen dafür wieder 500 ml 10%ige ungesüßte Kaffeesahne. Auch die gebe in ein ausreichend großes Gefäß. Nun hat natürlich die Buttermilch wieder ihren großen Auftritt. Zur Kaffeesahne kommt nun auch nur ein Esslöffel hinein. Natürlich wieder kräftig verrühren miteinander, sodass die Milchsäurebakterien dann auch hier schön arbeiten können. Decke das Glas nun genauso mit einem Tuch ab und lass das hier nun für ca. 20 bis 22 Stunden bei Zimmertemperatur gehen. Nach den 22 Stunden bei gemütlicher Raumtemperatur seht ihr, dass das eine puddingartige Konsistenz inzwischen angenommen hat. Und wenn dem die Sonne aufgeht, zeige ich euch natürlich noch die flüssige Variante, wie sie sich am Löffel hält. Ganz leicht gleitet dieses natürlich vom Löffel runter, weil die Masse einfach nicht so fest ist. Riecht etwas lieblicher wie die feste Variante. Für beide Varianten hast du natürlich die Möglichkeit, diese direkt in die Gläser einzufüllen und fest werden zu lassen. Ich habe mich jedoch dazu entschieden, euch das genauso zu zeigen wie jetzt. Natürlich müssen die Gläser ausgekocht werden, denn das ist wichtig für die Haltbarkeit und dass auch nicht irgendwelche Schmutzpartikel noch in den guten Sauerrahm kommen. Nach ein paar Minuten kannst du die Gläser auch bereits zum Abtropfen auf die Arbeitsfläche geben, genauso wie die Deckel. Und dann lasse sie vor dem Abfüllen des Sauerrahms auf jeden Fall auskühlen. Und dann wirst du es dir denken können, dann kann der Sauerrahm auch bereits abgefüllt werden. Wie gesagt, du kannst das auch direkt gleich in die Gläser packen. Für Demonstrationszwecken, welche Festigkeit die Masse ist, habe ich jetzt nicht nochmal umgerührt. Ich rate dir das aber zu tun, aber das wirst du gleich noch sehen. Dann wird natürlich der Rand oben noch gereinigt und dann kommt natürlich der Deckel oben drauf. Die feste Variante kommt natürlich auch in die Gläser und hier ist jetzt gleich das kleine Malörchen passiert. Nicht nur gekleckert, sondern zack! Da hat sich ein wenig zu viel gelöst bzw. hing richtig fest zusammen. Ich mache jetzt erstmal klar Schiff. So halten sich die Gläser ca. 1 bis 2 Wochen im Kühlschrank frisch und können genauso verwertet werden wie der industriell gekaufte, nur dass das hier garantiert ohne künstliche Zusatzstoffe ist. Eindringlich möchte ich nochmal sagen, ihn bitte nicht länger als 36 Stunden draußen stehen zu lassen, bei maximal 22 Grad, denn sonst fängt er zu stark an zum Säuern und würde ranzig werden.
Schön, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass es mich gerne wissen durch einen Like oder auch sogar durch einen Kommentar. Und nun wünsche ich dir viel Freude beim selbermachen. Lasst es euch gut gehen. Bis demnächst. Pfiat's euch.